Neues Rollmaterial wirkt manchmal etwas eintönig. Neben der Möglichkeit, dieses zu altern, ist hier natürlich auch Graffiti ein Thema. Viele Wagen sind beim großen Vorbild mal künstlerisch verziert und mal einfach nur hässlich beschmiert. Bei der Modellbahn kommt man mit der Spraydose natürlich nicht weit. Deshalb sehen wir uns heute an, welche Möglichkeiten wir für ein Graffiti haben. Grüß euch und willkommen zu einem Video der MOBA Manufaktur. Leider habe ich für die erste Methode kein typisches Graffiti als Aufkleber zur Verfügung, weshalb ich hier einfach mal ein Motiv von einem Rocco-Aufkleber ausschneide und eben aufklebe. Das Ergebnis gefällt mir nicht. Man sieht die weißen Schnittränder und auch sonst wirkt es irgendwie billig, also nichts für uns. Der Fototransfer-Potsch ist eigentlich dazu gedacht, um zum Beispiel Fotos auf eine Tasse zu übertragen. Man druckt diese gespiegelt mit einem Laserdrucker auf Papier. Der Transfer-Potsch überträgt dann im Prinzip die Farbe auf den Gegenstand. Nach ca. 10 Minuten Trocknungszeit wird das Trägerpapier angefeuchtet und langsam weggerubbelt. Bei unebenen Flächen funktioniert das leider gar nicht gut. Auch wenn man noch so vorsichtig ist, habe ich es nicht geschafft, damit ein Ergebnis zu erzielen. Vielleicht bin ich dafür zu ungeduldig, aber ich sehe diese Möglichkeit als gescheitert. Die nächste Methode verwendet auch Michi alias Held vom Erdbeerfeld. Er hat einen bekannten Graffiti-Künstler, der die Motive per Stifte auf das Rollmaterial zaubert. Ich bin natürlich im Vergleich dazu ein absoluter Anfänger, aber ich denke, mit etwas Übung kann man damit wirklich tolle Ergebnisse erzielen. Ich werde mir hier auch nochmal feinere Lackstifte besorgen und sicher noch öfters probieren, Motive aus dem Internet nachzuzeichnen.
Nassschiebebilder sind natürlich der Klassiker. Man schneidet das Motiv aus, legt es in Wasser, bis sich der Druck vom Trägerpapier löst. Anschließend bringt man es auf den Wagen und positioniert es. Die Motive, die ich hier habe, sind aus eBay für wenige Euro. Die Druckqualität ist dabei aber sehr schlecht. Kauft man diese von einem namhaften Hersteller, sollte das aber super hinhauen. Bernies Modellbahn druckt die Motive selber. Man braucht dazu nur Transferpapier und natürlich einen passenden Drucker. Da ich privat nur einen Schwarz-Weiß-Laserdrucker habe, musste ich mich auch darauf beschränken. Ich suche mir Motive aus dem Internet, füge diese in ein Textverarbeitungsprogramm ein, ordne sie dort passend an und skaliere sie auf die passende Größe. So kann man eigentlich gleich ein ganzes DIN A4-Blatt befüllen und auf einmal drucken. Das Aufbringen dieser Nassschiebebilder ist im Prinzip gleich wie zuvor gezeigt. Wer einen Farblaser zur Verfügung hat, wird damit wohl am einfachsten richtig tolle Ergebnisse erzielen. Auch habe ich schon mal Graffitis mit dem Lasercutter graviert. Dies funktioniert ebenfalls sehr gut, jedoch wurde ich damals darauf hingewiesen, dass dabei giftige Dämpfe entstehen können. Wenn man es in einem gut belüfteten Raum oder noch besser mit Atemschutz oder Absaugung macht, steht dem meiner Meinung nach aber nichts im Wege. Man bekommt so aber auch nur die Umrisse vom Motiv, farblich muss man es trotzdem selbst nachbehandeln. Nun zu meinem Fazit. Ich werde zukünftig 2 Methoden verwenden und auch kombinieren. Die dabei verwendeten Produkte verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Zum ersten möchte ich mich mit den Lackstiften weiterentwickeln. Durch Übung und noch feinere Stifte sollte das irgendwann ziemlich coole Graffitis bringen. Zweitens die Nassschiebebilder, am besten in Farbe selbst gedruckt. Da werde ich mal in meiner Arbeit fragen, ob es stört, wenn ich mal so ein Blatt Transferpapier durch den Drucker lasse. Noch eine Empfehlung am Rande, das Graffiti mit mattem Klarlack versiegeln, damit es lange erhalten bleibt. Bitte kommentieren, liken und teilen, was das Zeug hält, und wer es noch nicht getan hat, auf Abonnieren drücken.
Für euch kostenlos und wenig Aufwand, für uns sehr wertschätzend. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der Moba Manufaktur.